Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute geht es dann zum zweiten Teil von der Steinschlosspistole. Ja? Wenn das erste Teil euch schon interessiert hat, der zweite hoffentlich dann auch. Ja? Dann bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, ich habe noch ein bisschen was geändert. Habe hier noch so ein Stück 20er Matte drauf gesetzt. Habe vorher mit dem Locheisen hier noch ein Loch reingemacht und habe das Ganze drauf geklebt und habe das noch so ein bisschen beigeschnitten, dass das beim Lauf passt. Na, jetzt sieht das, denke ich mal, schon ein bisschen besser aus. Ne? Auf jeden Fall so wenig, dass da irgendwie ein bisschen was rauskommen könnte. So, dann nehmen wir uns mal wieder ein Stück Lederkordel oder was auch immer ihr gerade so da rumliegen habt. Macht das drum und dann fangen wir mal wieder an zu pinseln. So. Nehmen wir schwarzes Latex. Womit fangen wir an? Da wir viele Kanten haben, nehme ich lieber das rundere Teil. Und dann fangen wir an und werden das Ganze mal Latex. So Leute, das lassen wir jetzt also. Den Rest machen wir dann später. Wenn das getrocknet ist, machen wir dann wieder wie üblich so die Dreivierteltaktik oder halb, je nachdem. Ne? Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze dann ein paar Schichten schwarz drauf hat, um dann endlich dann die richtige Farbe drauf zu machen. So Leute, dann machen wir mal an der Pistole weiter. Da sind jetzt hier noch Schichten schwarz drauf. Ich habe jetzt so ein bisschen mit Malerkrepp hier so ein bisschen den Lauf und so ein bisschen abgeklebt. Also jetzt nicht alle Stellen, aber so ein paar, damit der Braun nicht überall drauf kommt. Und dann fangen wir jetzt mal ein bisschen an, das Ding ein bisschen in Holzoptik zu machen. Da werde ich auch bürsten. Diesmal keinen Kamm. Ich hoffe, dass das Ganze nachher was taucht. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. So Leute, das Ganze mit dem Dings hier, sag schnell, mit dem Tapezierklebeband, das war wohl nicht so der Renner. Kann ich nicht so empfehlen. Also mit dem Kreppband. Das war jetzt nicht so toll. Da habe ich mir fast die Waffe mit vermurkst. Also besser nicht benutzen. Dann fangen wir jetzt mal an, das ganze Silber zu machen. Erstmal so ein bisschen, dass das metallischer aussieht. Wo ihr halt ein bisschen mehr aufpassen. Ich hatte gedacht, ich könnte mir die Arbeit ein bisschen leichter machen, indem ich das ein bisschen abklebe. Dann brauche ich nicht so aufzupassen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Kann man nichts dran machen. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. So Leute, das Silber ist jetzt soweit trocken, ist noch relativ dunkel. Also gehen wir jetzt hin und machen das Ganze noch so ein bisschen heller, indem wir noch so ein paar Akzente setzen. Dann nehmen wir uns einfach wieder ein paar Schwämmchen. Bisschen größer, bisschen kleiner. Ganz einfache silberne Acrylfarbe. Wieder eine Unterlage, wo ihr ein bisschen tupfen könnt. Damit die Farbe nicht zu dick drauf ist. Und dann gehen wir wieder so ein bisschen hin. Kanten. Einfach so ein bisschen drüber. Damit das Ganze noch so ein bisschen optisch noch was hübscher aussieht. So,
Das Ganze lassen wir jetzt noch ein klein wenig trocknen und dann kommt dann gleich, der Topcoat drauf. Obwohl, wir könnten noch hingehen. Das ist noch ein bisschen hell, das Ganze. Auf jeden Fall das Holz. Und dann gehen wir noch ein bisschen mit Schwarz drüber. Machen das Ganze noch so ein klein bisschen dunkler. So. Oh, dunkel noch. Jetzt sieht es ja schon ein bisschen verranzt aus. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen trocknen. So Leute, jetzt fangen wir mal an zu topcoaten. Und zwar will ich das ganze Teil in einem Schwung durch topcoaten. Dafür habe ich jetzt ein Stück Kordel wieder mit einer Schlaufe genommen und einen Rouladenspieß. Den stecke ich hier einfach in den Lauf rein. Ob der tief genug drin ist, dass das Ganze dann hoffentlich auch hält. Gucken. Ja, sieht gut aus. Und dann will ich das Ganze jetzt nämlich so in einem Schwung durchtopcoaten. So Leute, das Ganze hängen wir jetzt auf zum Trocknen und dann schauen wir mal, was nachher bei dem Ganzen rausgekommen ist. Ne? So Leute, die Pistole ist fertig. Holen wir die Ladennadel raus. Ja, würde man sagen, ne? Ist ganz okay geworden. Ist jetzt nicht so ein total tolles Teil, aber wie gesagt, das ist ja nur so als Nahkampfwaffe irgendwie gedacht. Ne? Kernlos, habt ihr ja gesehen. Ich denke mal, das ganze Teil sieht doch ganz okay aus. Könnte man schon noch ein bisschen schöner machen. Aber jetzt so für den ersten Versuch seit langer Zeit mal wieder sowas zu bauen, ich denke mal, das ist okay. So Leute, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen. Kommentare, Likes und natürlich Abos gern gesehen. Denkt dran, wenn ihr dann meine nächsten Projekte sehen wollt, Abos immer gut, ne? Und die Glocke nicht vergessen. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Projekt. Wir sehen uns.